Kumbali wurde an einem sonnigen Maitag im Zoo von Richmond geboren. Er war winzig und schwach. Seine Geschwister waren stark und gesund und sie kämpften um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter Kari. Doch Kumbali konnte nicht mit ihnen mithalten. Sein Hunger nach Liebe und Geborgenheit war genauso groß wie sein Hunger nach Milch. Kari, seine Mutter, hatte Schwierigkeiten, genug Milch für ihre Jungen zu produzieren. Nur 2 ihrer 8 Zitzen gaben Milch ab und Kumbali musste um jeden Tropfen kämpfen. Die Tierpfleger im Zoo erkannten schnell, dass sie handeln mussten, um das Leben des kleinen Geparden zu retten. Sie begannen, Kumbali mit der Flasche zu füttern, eine Aufgabe, die Geduld und Hingabe erforderte. Doch es gab noch eine andere Sache, die Kumbali so dringend brauchte wie Milch: Gesellschaft. Männliche Geparden sind von Natur aus soziale Tiere und Kumbali war von seiner Familie getrennt. Die Einsamkeit nagte an seiner Seele und er sehnte sich nach einem Freund. Und dann trat Kago in sein Leben. Kago, ein Mestize, war ein Welpe, der aus einem Tierheim in Alabama gerettet wurde, kurz bevor er eingeschläfert werden sollte. Sein Schicksal führte ihn in den Zoo von Richmond und es schien, als wäre es das Schicksal selbst, das die beiden zusammengebracht hatte. Die Idee, Hunde und Geparden in Gefangenschaft zusammenzuführen, stammte aus dem Zoo von San Diego. Bereits vor 30 Jahren hatte man festgestellt, dass Hunde eine beruhigende Wirkung auf Geparden haben. Obwohl dies in der freien Wildbahn niemals passieren würde, war es die perfekte Lösung für die besonderen Umstände von Kumbali. Kumbali und Kago wurden langsam miteinander vertraut gemacht und schon bald entwickelten sie eine tiefe und innige Freundschaft. Kago war Kumbalis Beschützer, sein ständiger Begleiter und sein Seelengefährte. Gemeinsam durchlebten sie die Höhen und Tiefen des Lebens im Zoo. Die Tage verstrichen und Kumbali wuchs heran. Die Tierpfleger beobachteten seine Entwicklung genau und hofften, dass er eines Tages stark genug sein würde, um zu seiner Familie zurückzukehren. Doch sie wussten auch, dass die Bindung zwischen Kumbali und Kago stark war und dass eine Trennung schmerzhaft sein würde. Der Zoodirektor erklärte schließlich, dass, wenn der Tag der Rückkehr gekommen wäre, Kago bei ihm bleiben würde. Kumbali und Kago würden ihre Reise gemeinsam fortsetzen, ein unzertrennliches Duo, das die Herzen der Menschen im Sturm erobert hatte.